Also mein Kleiderschrank ist voll. Kleid, noch ein Kleid. Vintage Lederboots. Vintage Lederboots halb hoch. Rote Chucks. Grüne Chucks. Sind wir mal ganz ehrlich, ich habe eigentlich wirklich alles. Eine Kalimba. Oder so eine Vase mit Brüsten. Auch schön. Goldene Chucks. Süß. Und brauche nichts. Deshalb möchte ich jetzt versuchen, in den nächsten 100 Tagen nichts zu kaufen, was ich nicht wirklich brauche. Das heißt, nur Lebensmittel und Kosmetikartikel, aber nur, wenn sie aufgebraucht sind. Ich werde mir jetzt nicht den 500. Lidschatten und das 28. Shampoo kaufen. Ist das Shampoo leer, darf ich ein neues kaufen. Ansonsten nicht. Das wird schwer. Ich starte mein Experiment direkt im neuen Jahr, am 1. Januar. Bis Ostermontag muss ich jetzt durchhalten und darf nichts kaufen. Aber ich scheitere kläglich, schon an Tag 6. Ich habe schon gerade was gekauft. Nämlich einen neuen Schlafanzug. Ich bin krank und schwach und konnte nicht widerstehen. Ich dachte, wenn ich jetzt hier in einem schönen Schlafanzug liegen würde, würde es mir gleich viel besser gehen. Es ist auch nicht nur einer, es sind zwei, ein Schlafanzug und ein Nachthemd. Machen wir uns nichts vor, ich brauche Hilfe. Von Minimalistin und Ordnungscoach Maja Wörner. Sie besitzt weniger als 100 persönliche Dinge und weiß, wie man nichts einkauft. Bei ihr suche ich Rat bezüglich meiner Schlafanzug-Problematik. Was denkst du, war da los? Wie kann ich das vermeiden in Zukunft? Da steckt ja dahinter, dass du ein Gefühl brauchst, nämlich wahrscheinlich wieder dieses sich ein bisschen kuscheliger fühlen oder frischer und überlegen, gibt es da vielleicht auch einen Ersatz dafür? Vielleicht reicht eine Dusche, vielleicht willst du es dir heute besonders gemütlich machen auf der Sofa-Couch. Wenn jemand es raus hat, nichts einzukaufen, dann bist du's. Wie machst du das? Ich verbiete mir grundsätzlich gar nichts. Also zumindest alles, was der Geldbeutel so hergibt, verbiete ich mir nicht. Ich lasse mir nur meistens sehr viel Zeit damit, bevor ich etwas kaufe. Da gibt es noch verschiedene Techniken, die man da machen kann. Zum Beispiel sich das schon in einen Warenkorb reinzumachen und so zu merken und nicht das Gefühl zu haben, das verliert sich jetzt wieder, dieses Teil. Man kann auch Fotos davon machen, weil ich glaube, man hat immer das Gefühl, man verpasst vielleicht was. Wenn ich jetzt nicht das jetzt sofort einkaufe, dann könnte es weg sein. Aber in der Regel, fast alle Produkte auf dem Markt sind lange da. Und wenn ich es nach 30 Tagen brauche, dann kaufe ich mir das, ja. Mein großes Problem ist spontanes Online-Shopping. Die personalisierte Werbung in den sozialen Medien kriegt mich viel zu oft und ich schlage unüberlegt zu. Das soll jetzt anders werden. Ich höre auf Maja und lasse erstmal alles, was mir gefällt, in den Warenkorb wandern. Außerdem notiere ich mir alle Dinge, die ich nicht gekauft habe, mit Preis, als Motivation und um zu sehen, wie viel ich am Ende gespart habe. Ich hatte ganz oft den Impuls zuzuschlagen und wenn ich jetzt nochmal auf diese Liste gucke, denke ich, boah, wie dumm wäre das eigentlich gewesen. Mein absolutes Highlight ist eine Kerze in Brustform für 20 €. Ich dachte, ich brauche die, dann bin ich cooler. Dass ich cool bleibe, zeigt jetzt schon der Blick in die Einkaufstüte. Ich habe jetzt statt 50 €, die ich normalerweise ausgebe, wenn ich in der Drogerie bin, weil ich immer noch irgendwelchen kleinen Scheiß mitnehme, nur 15 € ausgegeben, nämlich für mein Shampoo und mein Deo. So eine kleine neue Herausforderung in der No-Buy-Challenge. Meine Kinder sind morgen auf den Kindergeburtstag eingeladen und ja, ich habe natürlich ein Geschenk für das Geburtstagskind gekauft, aber ich hatte kein Kindergeschenkpapier mehr, sondern nur noch so formschönes braunes Packpapier und deshalb haben meine Kinder das einfach so schön bunt angemalt und ich finde, das ist doch noch viel persönlicher als gekauftes Geschenkpapier. Aber die größte Herausforderung folgt auf dem Fuße. Spanienurlaub bei Schneeregen. Frust pur. So, wir sind im Urlaub. Das Wetter ist so in Spanien herrlich und ich hätte gerade fast aus Frust eine Hose gekauft. Einfach damit ich mich besser fühle, damit ich irgendwas Schönes aus diesem Urlaub mit nach Hause nehme. Weil die Erinnerung ans Wetter ist es nämlich schon mal nicht. Dennoch halte ich den vielen bunten Verlockungen stand. Naja, fast. Ein winziger Magnet darf als Erinnerung mit nach Hause kommen. Da erwartet mich übrigens schon eine positive Überraschung. Mein neues Einkaufsverhalten ist aufgefallen. Kevin? Ja, bitte? Ist dir aufgefallen, dass ich in letzter Zeit nicht so viel bestellt habe? Ja, sehr wenig in letzter Zeit. Du bist mein Zeuge. Natürlich. Ich habe dich nicht bezahlt. Nein. Du hast mich angesprochen auf der Straße. Genau. Mit dieser Motivation komme ich gut bis in den März. Draußen wird es bunter und ich fühle mich so langsam wie eine Comicfigur in den immer gleichen Klamotten. Ich habe Lust, shoppen zu gehen. Aber warum gerade jetzt? Es lief doch eigentlich ganz gut. Und warum macht Einkaufen überhaupt so viel Spaß?
Das will ich von Psychologin Dr. Caroline Janda erfahren. Jetzt habe ich ja fast 100 Tage lang nichts gekauft. Die ersten 50 lief es eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich das Gefühl, ich will irgendwie losziehen und alles Mögliche kaufen. Woran könnte das liegen? Ja, also ich hätte verschiedene Hypothesen. Eine Hypothese könnte natürlich der Wetterumschwung sein. Also unser Gehirn verknüpft ja immer verschiedene Kontexte. Und gerade so im Frühjahr gibt es neue Mode, neue Farben, und wenn Sie ansonsten zu der Zeit dann vielleicht neue Schuhe gekauft haben, könnte so ein inneres Bedürfnis aufkommen, sonst um die Jahreszeit habe ich mir immer was gekauft. Das wäre so eine Hypothese. Eine andere Hypothese wäre vielleicht auch, dass gerade Stress vorherrscht, dass Sie das Gefühl haben, ich bin irgendwie ein bisschen ausgebrannt und ich brauche gerade unbedingt eine Belohnung. Warum macht es uns denn so glücklich, Sachen zu kaufen? Das liegt an dem Belohnungssystem in unserem Gehirn, das sozusagen anspringt und das schüttet Dopamin aus und wir fühlen uns dann gut und beruhigt und Stress wird abgebaut. So ein anderer Faktor ist es evolutionär bedingt so, dass wir noch so eine Software in unserem Gehirn haben, die sozusagen so programmiert ist, dass unser Gehirn Angst hat, wir könnten in irgendeinen Engpass kommen. Weil unsere Vorfahren mussten ja immer gut vorsorgen, also es musste ausreichend Nahrung da sein, und so tickt unser Gehirn in manchen Situationen noch, dass wir meinen, irgendwas könnte ausgehen und das fehlt, und deshalb kaufen wir dann tendenziell eher zu viel, was wir auch gar nicht brauchen, um uns zu beruhigen. Ja. Also ich habe Angst, dass mir die Schuhe ausgehen, deshalb kaufe ich immer mehr. Ist das so? Ja, es macht natürlich rational wenig Sinn, aber vom emotionalen Empfinden fühlt es sich genauso an. Ostern fest vor Augen gehe ich auf die Zielgerade, führe meine Liste weiter und dann an Tag 92... Ich habe mir 3 neue Schlüppis gekauft. Wenn man durchgucken kann durch Unterwäsche, die eigentlich blickdicht sein sollte, finde ich, ist das schon mal ein Grund, irgendwie neue zu kaufen. Und 3 Stück ist ja jetzt auch nicht die Welt. Und dann ist endlich Ostern. Ostermontag, ich habe es geschafft, die 100 Tage sind rum und ich habe nichts gekauft, außer 2 Schlafanzüge und 3 Unterhosen. Also wenn das kein Erfolg ist, und was ich aus diesem Experiment auf jeden Fall mitnehme, ist, dass ich Kaufentscheidungen nicht mehr so schnell treffe. Ich lasse mir auf jeden Fall demnächst mindestens 2 Wochen Zeit, bevor ich irgendwas kaufe. Denn die Endabrechnung zeigt, ich habe mindestens 626 € gespart und so gut wie nichts vermisst.